Hi zusammen, ich bin Olli von RumX, das ist Stefan und ich bin heute bei ihm eingeladen in Heilbronn in seiner Bar. Und heute haben wir das Thema, was ist der perfekte Old Fashioned, aber nicht klassisch, sondern mit Rum hergestellt. Und Stefan hat eine eigene Bar aufgemacht und die Old Fashioned genannt. Also es gibt wahrscheinlich keinen Experten in Deutschland, der besser über Old Fashioned Bescheid weiß wie er. Warum hast du eigentlich damals deine Bar Old Fashioned genannt? Ist tatsächlich einer meiner Lieblingsdrinks. Weil, gerade wie du auch schon beschrieben hast, muss man den nicht unbedingt auf Bourbon-Basis machen, sondern man kann da einfach einen easy Twist machen, zum Beispiel mit Rum, oder du kannst ihn auf Mezcal-Basis machen und so. Aber gerade mit Rum bietet es sich halt extrem an, weil du so viel Komplexität im Rum drin hast und so eine Vielfalt in der Spirituose. Deswegen kannst du mit Rum Old Fashioned ziemlich jeden bedienen, weil der kann von süß bis extrem kräftig, fruchtig, kann der eigentlich alles sein. Da spielt quasi die wahnsinnige Vielfalt von Rum uns in die Karten, weil der klassische Old Fashioned mit Bourbon ist eigentlich ziemlich eindimensional in Anführungszeichen. Also alle Zutaten, die haben eigentlich die gleiche Aromawelt. Ja, es ist halt sehr harmonisch, sehr rund, ohne Ecken und Kanten. Und ein Bourbon schmeckt halt immer wie ein Bourbon. Ja. Und beim Rum, du kannst einen Old Fashioned auch mit einem ungelagerten Rum machen. Nimm einfach einen ungelagerten Agricole. Das verändert den Drink halt komplett. Und es ist halt die schöne Sache dabei, dass du beim Rum da deutlich mehr mit der Spirituose spielen kannst. Mhm. Perfekt. Wir haben für euch heute ganze 3 Rezepte dabei, die Stefan empfiehlt. Wir fangen an mit einem Old Fashioned für Einsteiger, um einfach mal ein Gefühl für diesen Drink zu bekommen. Dann haben wir einen Brückenbauer mit einem eher kantigen Rum. Und dann haben wir noch ein abgespacedes Rezept von dir, wo du quasi ganz oben ins Regal reingegriffen hast mit brutalen Rums und auch Ahornsirup mit Habanero-Extrakt und sowas. Also da gibt es dann voll auf die 12. Ja, da gehen wir dann in die Vollen. Und das ist halt auch schön, dass man halt wirklich für jeden Trinker oder ob jetzt Amateur oder Profi, kannst du mit dem Drink jeden bedienen. Und das macht Spaß einfach. Ja. Und das ist ja auch das Erfolgsgeheimnis, dass es einfach ein Basic Drink ist, ohne viel Schnickschnack und einfach abliefert. Los geht's mit Old Fashioned Nummer 1 und wir fangen ganz entspannt an mit dem Diplomatico Gran Reserva. Wir haben die Flasche gewählt, weil es der beliebteste Rum auf RumX ist, sprich mit den meisten Verkostungen. Und es hat den Vorteil, dass ihr den quasi alle zu Hause stehen habt. Und wenn ihr jetzt Lust auf einen Old Fashioned habt, könnt ihr den einfach mixen. Genau, also ihr braucht nur den Rum. Und zwar von dem Rum machen wir 6cl in den Drink rein. Old Fashioned, schön kräftiger Drink. 6cl passen da auch sehr gut. Der Portugal auch wirklich für den Einstiegs-Old Fashioned die perfekte Wahl, weil er einfach ein bisschen eine Süße mitbringt. Er ist schön rund. Dann ganz klassisch hauen wir 3 Dashes Angosturas Bitters mit rein und ein Barlöffel Zuckersirup. Der Diplomatico ist ja gezuckert und deswegen reduzierst du den Zuckergehalt bei dem Drink jetzt, oder? Ich habe ein bisschen reduziert, aber jetzt nicht viel, weil wir dadurch einen Einstiegsdrink bauen wollen und der darf dann ruhig auch ein bisschen mehr Zucker haben. Ja. Und wenn wir den Zucker da vom Rum nutzen, ist das, denke ich, recht passend, genau. Mhm. Also Spirituose, Bitters und Süßungsmittel. Dann einfach auf Eis kalt rühren, dass der Drink auch ein bisschen Schmelzwasser bekommt. So wie vorhin auch erwähnt, gehört nämlich Wasser auch mit rein. Das kriegt er aber in dem Fall einfach durch das Schmelzwasser vom Eis. Einfach 10-12 Sekunden kalt rühren, je nachdem wie schnell ihr rührt, dass nicht zu viel Schmelzwasser entsteht. So. Dann wird der Drink abgeseit in einem Strainer, in ein Tumblerglas, im Optimalfall ein gefrostetes Glas und einem großen Ice Cube. Und am Ende garnieren wir die Geschichte noch mit einer Orangenzeste. Gerne ein bisschen über dem Drink ausdrücken, dass die ätherischen Öle ein bisschen auf den Glasrand und so kommen. Gerne noch oben drüber streichen, schön einrollen und einfach mit rein in den Drink.
Und das ist unser erster Old Fashioned, der Diplomatico Old Fashioned. Cheers. Sehr gut. Darf ich schon mal probieren? Gerne. Hi, ich bin der Olli und das ist mein erster Old Fashioned. Prost. Wunderbar. Richtig schön mild, zugänglich und überhaupt nicht kompliziert. Also um den Drink einmal kennenzulernen, ist das eigentlich der ideale Einstieg und gerade mit der Orange und der Kühlung perfekt. Erinnert schon eigentlich fast an ein bisschen so einen Spice Drum oder einen Rum auf Spirituosenbasis, aber quasi in Erwachsen. Ja. Schön. Ja, durch das Angostura kriegst du halt auch so ein bisschen die Kräuternote, die Würze halt mit rein. Was auch wieder ganz gut die Süße auch ein bisschen auffängt. Ja. Sehr gut. Kameramann, möchte ich auch mal probieren. Wir haben hier den Robert Bauer dabei, der dreht heute. Oh, die Orange. Das war dann aber auch alles. Harter Job, wirklich. War echt zugänglich. Ja. Machen wir noch einen. So, wir kommen zur Runde 2 unseres Old Fashioned Experiments und wir steigern uns vom Einsteiger Portugal nun zum Burks von Rum Artisanal. Warum der Burks? Ich habe in der Community einen Aufruf gemacht und gefragt, was ist denn eigentlich euer Lieblings-Old Fashioned? Und da kamen einige Antworten. Ihr findet alle Tipps unterhalb der Videobeschreibung und auf unserer Website. Und diesen Rum, den hat Philipp mir wärmstens empfohlen. Philipp kennen die meisten von euch wahrscheinlich unter dem Nickname Crazy for Good Booze, ist extrem aktiv im Forum und auch auf RumX, einer der User, die am meisten Rums verkostet haben. Kennst du den Rum auch? Ja, ich kenne den Rum auch. Klar, der Seamaster ein schöner Blend aus Jamaika und Barbados Rum, beides zu 50% und auch mit 50% abgefüllt. Schöne an dem Rum oder auch an den Rumländern, die ergänzen sich ganz schön. Man hat so ein bisschen so cremige Kokosnoten vom Barbados Rum. Einfach, der bringt ein bisschen Körper mit und der Jamaika Rum, der bringt halt eine schöne Fruchtigkeit mit. Und das macht den Rum halt sehr harmonisch. Deswegen ist es jetzt also als zweiter Rum in der Linie hier eigentlich perfekt. Hier fangen wir jetzt dann auch an, den Old Fashioned mal ein bisschen zu twisten. Und für um die 50, 60 Euro, meine ich, kann man den, glaube ich, auch ziemlich gut in einem Old Fashioned mal vermixen. Perfekt, ja. Die Flasche kostet 55 Euro im Handel oder die UVP ist 55 Euro. Für eine 0,7er Flasche kann man auf jeden Fall zum Mixen empfehlen, ja. Wie beim ersten Rum auch, machen wir hier wieder 6 CL rein. Von unserem Seamaster Blend. Der Twist jetzt an der Sache hier ist, wir nehmen nicht die klassischen Angostura Bitters, sondern wir nehmen hier ein Chocolate Bitter. Das unterstreicht nochmal so ein bisschen den Barbados Rum, pusht die Cremigkeit da nochmal so ein bisschen. Und wir nehmen anstelle von dem normalen Zuckersirup einen selbstgemachten Vanillesirup. Einfach Wasser, Zucker und frische Vanilleschoten. Und das wäre es dann auch schon. Dann wird es der Ganze wieder auf eiskalt gerührt. Die Vanille macht eigentlich auch immer eine sehr schöne Figur mit Jamaika Rum. Man bringt einfach so eine leicht süßliche Cremigkeit nochmal zum fruchtigen Rum-Charakter dazu. Deswegen mache ich das da eigentlich ganz gerne beim Jamaika Rum, auch einfach mal mit einem Vanillesirup zu arbeiten. Auch wieder so 10-12 Sekunden kalt rühren. Und dann kommt das auch wieder ins gefrostete Tumblerglas. Von der Garnitur bleiben wir bei der Orange. Die ätherischen Öle von der Orange bringen einfach auch nochmal so eine schöne Frucht, wenn man ans Glas ranriecht. Und es passt da perfekt zu. Cheers! Hi, ich bin der Olli und das ist mein zweiter Old Fashioned. Jetzt kommen die Boomer-Witze.
Das ist der Unterschied zum anderen. Deutlicher Unterschied. Ich meine, so um die 50% hat er, oder? Genau, 50. Also knackiger. Hat für mich viel mehr Parallelen zu so einem klassischen Old Fashioned, so mit einem Maker's Mark oder Ja. so. Ist, glaube ich, ähnlicher Alkoholgehalt. Und der Barbados-Anteil kommt mit so einem geilen Kokosnuss nochmal volle Pulle rein. Und schokoladig auch noch. Ja, die Bitters, die bringen tatsächlich so ein geiles Schokoladenflavor mit rein, was halt echt perfekt zu dem Kokosflavor vom Barbados rumpasst. Also das wäre jetzt meine Variante. Sehr lecker. So, herzlich willkommen zur Runde 3. Die Stimmung bei uns wird auch immer besser. Und wir kommen jetzt zu der absoluten High-End-Liga. Und zwar hat Stefan ja die Old Fashioned Bar. Und dort war eines seiner großen Topseller genau diese Komposition. Er hat sich viele Gedanken gemacht und ich bin jetzt total gespannt, den probieren zu dürfen. Bei uns in der Bar haben wir den Drink mit einem Habanero-infusionierten Ahornsirup gemacht. Und jetzt einfach der Einfachheit halber, dass man das daheim auch nachbauen kann, empfinden wir den Sirup jetzt hier nach. Dazu nehmen wir ein frisches Chili-Stück, maddeln das in unserem Rührglas, damit die Schärfe da ein bisschen rauskommt. Da geben wir dann unsere Rums drüber. Zum einen haben wir hier den Moba French Cask aus Südafrika mit entspannten 65% abgefüllt. Und der bringt einfach eine schöne, schönen hohen Estergehalt mit. Eine sehr geile Fruchtigkeit mit dem Rum. Und das ganze Ding kombinieren wir dann mit auch 3CL von unserem sehr leckeren Clarendon EMB 95 aus dem Bottle Shop. Kleine Randnotiz, das ist jetzt quasi ein 23 Jahre tropisch gereifter Rum, was in den Old Fashioned kommt. Das ist korrekt, ja. Und 4 Jahre Continental kommen dann auch noch oben drauf. Und hier haben wir auch mit 65,6% abgefüllt. Also haben wir einen Drink oder ja, einen Mittelwert von 65,3%. Kann man mit arbeiten, würde ich sagen. Und da kommt dann noch ein bisschen Ahornsirup mit rein. Der Ahornsirup bringt einfach so eine leicht karamellige Note mit, was die Fruchtigkeit vom Moba wieder so ein bisschen einfängt. Und es harmoniert einfach sehr schön in dem Drink. Und hier haben wir dann noch von Stillaband and Dogfire Bitters. Da machen wir auch noch ein paar Tropfen mit rein. Das unterstreicht einfach nochmal die Chili-Noten im Drink. Dann rühren wir das auch wieder auf eiskalt. Gerne viel Eis nehmen. Je mehr Eis man drin hat, desto schneller wird der Drink kalt. Desto weniger lang muss man rühren und vermeidet dadurch zu viel Schmelzwasser. Der Drink ist jetzt mit 65% schon sehr kräftig, von daher verträgt er auch ein bisschen Schmelzwasser. Aber nicht zu lange rühren. Und dann kommt die Geschichte auch wieder in ein Tumblerglas. Warum frosten wir das Glas vor? Ist auch einfach, damit es länger kalt bleibt. Und wir nutzen da dann auch wieder den großen Cube. Im großen Cube hast du einfach auch weniger Oberflächenkontakt zur Flüssigkeit. Sprich, du hast weniger Schmelzwasser. Und der Drink bleibt länger auf einer gleichbleibenden Qualität. Ohne zu verwässern. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen klarem Eis und trübem Eis, wie man es zu Hause macht? Oder Ja. ist das rein optisch? Nee, gibt es definitiv einen Unterschied. Die Trübung im Eis entsteht dadurch, dass sich Sauerstoff im Eis eingelagert hat. Und du kannst es vermeiden, wenn das Eis nur von einer Seite gefriert. Also wenn du eine Styroporbox hast, die nur nach oben hin offen ist, dann gefriert das Eis von oben nach hinten und der ganze Sauerstoff wird nach unten rausgedrückt. Und so kannst du glasklare Eiswürfel produzieren. Und die haben dann auch keine Sauerstoff-Einlagerung drin. Ja. Und dadurch sind sie auch kompakter, härter und schmelzen auch langsamer. Also klare Eiswürfel sind qualitativ immer hochwertiger. Hier jetzt auch wieder Orangenzeste mit drauf. Harmoniert super mit der Chili-Note. Einfach eine schöne, fruchtige, leicht scharfe, ja, geiles Ding. Darf ich probieren? Ach so, ja klar. Lang zu. Cheers.
Hi, ich bin der Olli, das ist mein 3. Drink heute. Prost. Du freust dich auch schon sehr als Kameramann auf die Variante hier, oder? Absolut. Liebe Chili. Immer nachspielen. Was war das hier? Holla die Waldfee. Okay, richtig krass. Du hast auf jeden Fall Power. Der ist aber nicht alkoholisch scharf, sondern du merkst einfach nur, dass der Geschmack transportiert wird. Und dann kommt eine wahnsinnige Minze noch dazu. Ja, die Mentholnote im Abgang und die bleibt auch so am Gaumen hängen. Und das kriegt man eigentlich nur mit dem EMB 95 hin. Also ich kenne keinen anderen Rum. Klar, die TDL-Abfüllungen haben das auch öfters mal, aber bei dem EMB 95, du hast so eine krasse Minzbombe, das ist... Und im Drink mit der Fruchtigkeit dann, mit dem Moba, der Clarendon bringt auch noch so ein bisschen Bitterkeit mit, das ist einfach so harmonisch. Ja. Aber richtiges Powerpaket halt da. Ja. Und durch die Chili geht der Abgang noch mal mega lang raus. Der legt sich da noch so drüber und ist nicht zu scharf, sondern einfach noch so eine Komplexitätskomponente. Also das ist wirklich der beste Old Fashioned, den ich je getrunken habe. Ohne Witz. Danke. Danke. Robert, probier mal. Hab ich das schon? Hast schon. Ich habe schon gewartet. Chili ist wirklich dezent drin, ist cool. So viel zu unserem kleinen Old Fashioned Deep Dive. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Stefan, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Sehr gerne. Die Drinks, die waren fantastisch. Wir genießen jetzt hier noch einen Old Fashioned zusammen. Wenn ihr mal Stefans Mixkünste selber erleben wollt, kommt nach Heilbronn in der Ludwig, hier stehen wir gerade. Und Stefan wird euch alle 3 mixen. Kommt vorbei und genießt. Cheers. Cheers. Prost. Vielen Dank.